Für mich war in dem Moment klar, wo ich irgendwie aus dem Auto ausgestiegen bin, das erste Mal, da war klar, okay, du willst halt hier bleiben. Also dieses Ganze, man steigt aus dem Auto aus, das Gefühl, wenn man auf der Farm ist, das Hundegebell, das Knirschen von dem Schnee, der Geruch, der da herrscht, so, das war für mich schon ein sehr intensiver Moment. Ne? Und da war für mich schon klar, okay, das habe ich halt lange gesucht, ohne zu wissen, dass ich es gesucht habe. Ja, 2014 sind wir das erste Mal hier nach Norwegen gekommen, nach Tana. Wir hatten beide ein Jahr frei von der Arbeit genommen, also so ein Sabbatical quasi, ein Jahr unbezahlten Urlaub. Und es war irgendwie klar, wir wollten nach Skandinavien, wir wollten was mit Hunde machen. Ja, Grundgedanke, 5 Tage die Woche, 5 Stunden Arbeit und dafür Kost und Logis. Und da gibt es mehrere Hosts, wo man das machen kann. Und die Steffi hat sich darum gekümmert, in der Hauptsache eigentlich, wo wir dann so hinkommen. Und ja, dann haben wir es so auf den Weg gemacht und sind durch Finnland erstmal gefahren und sind dann immer weitergefahren und haben dann irgendwann festgestellt, oh, ja, das ist ganz schön weit oben in Norwegen, wo wir da hin wollen. Also es war wirklich irgendwie eher so ein Zufall, dass wir wirklich so weit nördlich gelandet sind. Wir haben uns den Ort jetzt nicht bewusst ausgesucht, sondern fanden einfach Tanahaski quasi spannend und sympathisch und sind dann hier oben im Norden gelandet von Norwegen. Und haben eigentlich sofort gemerkt, okay, das ist halt komplett so das, was wir gerne machen wollen. Und haben dann auch, am Anfang waren es nur ein paar Wochen, die geplant waren oder so. Und dann haben wir das halt verlängert. Es war auf jeden Fall einfach völlig anders, ne? Also der Schnee, die Dunkelheit erstmal, ne? Aber trotzdem zu sehen, dass die Leute hier irgendwie nicht schlecht gelaunt darüber sind, was irgendwie 2 Monate, 3 Monate dunkel ist, ne? Sondern es finden trotzdem Aktivitäten draußen statt, es finden trotzdem Konzerte draußen statt, es finden Märkte draußen statt. Also die Leute zelebrieren auch diese Dunkelheit so und lassen sich nicht so davon einnehmen, auch dass man merkt, okay, man geht dann einfach im Dunkeln Skilaufen oder mit den Hunden spazieren oder sonst irgendwas, ne? Ja, das war einfach zu dem Zeitpunkt schon so beeindruckend, weil man gemerkt hat, wie sehr man sich sonst auch so von solchen Sachen einschränken lässt, auf jeden Fall. Oh, es ist dunkel, ich kann nicht rausgehen. Und weil man eben, wenn man hier hinkommt, das eine komplett andere Welt ist und man so aus allem raus ist, was in Deutschland so der Alltag war. Und man keine Sekunde mehr daran gedacht hat, was in Deutschland so war mit der Arbeit und mit allem Möglichen, was man im Alltag so hat. Und mit den Hunden eben das Rausfahren, so, ne, das ist so ein sehr entspannender und sehr, sehr intensive Zeit auch. Und dann sind wir jedes Jahr wiedergekommen. Also 4 bis 6 oder 4 bis 8 Wochen eigentlich jedes Jahr. Bis auf die Corona-Zeit natürlich. Und da wurde es dann halt nochmal klar, dass das schon uns fehlt, ne? Und dann, als es dann wirklich gar nicht ging, in der Pandemie, war schon dann so, dass wir gedacht haben, also dass wir irgendwann hier oben hin wollten, war schon klar. Aber jetzt durch die Corona-Zeit hat sich das nochmal beschleunigt, weil wir dann gesagt haben, naja, warum immer sagen, oh, bald fahren wir nach Norwegen, bald fahren wir nach Norwegen, bald fahren wir nach Norwegen. Also wenn das so das ganze Jahr über präsent ist, warum dann nicht dann doch einfach mal hier hochziehen? Und dann war irgendwann so, dass wir angefangen haben in Deutschland das ja so ein bisschen zu kopieren. Ne? Also wir hatten mal irgendwie unsere eigenen Hunde zu Hause in Deutschland. Wir haben uns ein Haus gekauft. Wir haben in dem Haus irgendwie Dekorationen hingestellt, die aussieht wie hier. Also irgendwelche samischen Symbole, Elchfigürchen, überall Hundeschlittenbilder und so. Und dann
hat sich das so dahin entwickelt, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, also wenn wir diesen Sport weiter intensiv machen wollen, dieses Leben auch intensiv leben wollen, ist das eigentlich der logische Schritt. Ne? Ja, für die Möbel und die meisten anderen Sachen, Trainingswagen, Hundehütten und den ganzen Zwinger, hatten wir ein Transportunternehmen. Die sind dann zu uns gekommen, haben alles eingeladen und auch in Norwegen wieder ausgeladen. Und deswegen konnten wir dann mit nur 2 Autos fahren. Das heißt, unseren Transporter mit dem Hundeanhänger hinten dran und dann Steffis Eltern, die mitgekommen sind, in einem Wohnmobil hinterher. Nee, eigentlich war der Traum von Auswandern bei den beiden immer schon da. Dadurch, dass die mal 1,5 Jahre Wirkgewehr gemacht haben und dann hier in Norwegen auf der Askifarm gearbeitet haben und von da aus zurückkamen und dann jedes Jahr dahin gefahren sind wieder. Ja, habe ich schon damit gerechnet, dass sie hier hinfahren, weil sie halt auch hier so eine zweite Familie gefunden haben. Man kann auf jeden Fall sehr gut verstehen, dass man hier nach Norwegen zieht. Ich würde nicht sagen, dass man hier Gefahr läuft zu vereinsamen, weil dafür gibt es auch genug Arbeit. Und es gibt auch schon wirklich Freunde, die hier gefunden haben. Ja, das ist der perfekte Ort für die. Morgen nach der Ankunft kam direkt die Vorbesitzerin vom Haus und hat uns das Haus nochmal gezeigt und uns noch ein paar Sachen erklärt hier. Und ja, dann ging es auch schon an den Bürokratiekram, der in Norwegen ganz einfach verläuft, nämlich online. Man hat eine SMS vorher vom Notar bekommen mit einem Link, auf den haben wir dann draufgeklickt und dann ging der Hauskauf und die Hausübergabe quasi in einem über das Smartphone und ja, war in 10 Minuten quasi durch. Der Notar hat dann eine Info bekommen, dass alles erledigt ist und dann war das abgeschlossen. Ja, ein halbes Jahr sind wir hier. Es kommt mir nicht so vor. Es kommt mir eigentlich kürzer vor, weil die Zeit ja auch so war, dass wir viel Besuch hatten jetzt. Also ich war die ersten Monate komplett alleine. Steffi war noch in Deutschland. Sie konnte ihren Job noch nicht so beenden, wie ich das konnte. Und von daher war sie dann noch ein paar Monate in Deutschland. Ich war ein paar Monate alleine hier. Konnte hier schon so ein paar Sachen bauen und vorbereiten und habe die Zeit sehr genossen. Da kam meine Mutter zu Besuch für eine längere Zeit und danach kam dann Steffi und dann hatten wir so 2 Tage alleine und dann kamen irgendwie Freundinnen von Steffi und Freunde von uns beiden und es war also konstant jemand da. So. Deswegen hatten wir noch nicht so diesen Alltag. Ne? Wir hatten nicht dieses Ding, dass wir uns einen eigenen Alltag schaffen konnten. Aber trotzdem, ja, das ist super. So ist sehr, sehr schön. Eigentlich genauso, wie das die Jahre vorher schon war. Und so genauso das, was man sich vorgestellt hat. Also ich hatte jetzt, nachdem so die erste Besucherwelle weg war und kurz vor der zweiten Tour, jetzt hatte ich so ein kleines Tief. Weil ich so dachte, was machst du denn eigentlich hier? Weil es auch so ein bisschen komisch war, weil alles ist total vertraut hier, ne? Weil wir eben schon so lange hier hinkommen und Leute kennen und die Gegend kennen und so. Und trotzdem ist aber jetzt alles neu. Weil wir nun mal jetzt hier leben und nicht nur für ein paar Monate hier sind. Ne? Und das wurde mir dann irgendwie so schlagartig bewusst, dass ich dachte, was? Also in Deutschland weiß ich, okay, im Sommer macht man vielleicht dies und dann geht man dorthin und hat die Möglichkeit und macht das. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier eigentlich? Ne? Und war schon so, dass ich dann so eine Woche lang doch
stark irgendwie damit zu kämpfen hatte, dass man quasi jetzt hier ist und alles doch plötzlich völlig anders ist vom Leben her. Und natürlich gibt es Menschen in Deutschland, die ich vermisse, ne? Und wo ich mich auch freue, okay, ne, ich weiß, im Mai fliegen wir nach Deutschland, ne? Und da sehe ich dann meine Familie und Freunde wieder und so, und da freue ich mich dann schon drauf. Aber es ist ein anderes Gefühl. Es ist nicht dieses Gefühl wie das, was wir hatten, wenn wir an Norwegen gedacht haben. Ne? Also es ist, klar freue ich mich und es zieht mich auch so dahin nach Deutschland, ne? Zu den Menschen halt, die da sind. Genau, und das ist der Punkt. Also es zieht mich zu den Menschen, aber nicht zu dem Land. So, und hier hat es uns einfach zu diesem Land hingezogen, zu dieser Region hier oben. Dann nochmal sehr speziell, ne? Also. Ja, für deren Zukunft hoffe ich, dass die wirklich ihren Traum so verwirklichen können, wie sie ihn jetzt schon angefangen haben. Es ist einfach ein fantastisches Land. Es ist ein Land, wo die zwei ihren Traum leben können. Wir waren hier im Schnee und es war einmalig. Und wenn man dann sieht, wie die zwei auf dem Schlitten stehen und mit den Hunden unterwegs sind, einfach genial. Und man hat so das Gefühl, die sind mit der Natur einfach hier verbunden. Die gehören hier hin.